like this notion of the ancient traditions and the future. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über das, was ich heute Abend sagen werde. Ja, und ich mag diese Idee, also über die alten Traditionen zu sprechen und halt, wie es damit dann weitergeht in Zukunft. This, of course, attracted me to yoga when I was quite young, that something so ancient would be so contemporary. Ich meine, das hat mich natürlich auch zum Yoga hingezogen, als ich nur, weil das etwas, was so alt ist, auch so gegenwärtig ist. And I had my own little, not a vision, but I had just a little idea of what I would do with my life when I was young. Ich hatte eine kleine Vorstellung, also keine Vision, aber was ich mit meinem Leben machen werde, als ich jung war. I thought that it would be best to do two things, to have two goals. Ja, ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich zwei Sachen machen würde, zwei Ziele haben würde. One was to become wise. Eins war, weise zu werden. Still working on that. Ja, aber ich noch. And the second was to serve humanity, to serve others. Das zweite war, der Menschheit, also anderen zu dienen. And I had this curiosity about the mind. Ich hatte diese Neugierde über den Verstand, den Geist. So I had thought that I will become a psychiatrist. Deshalb hatte ich die Vorstellung, dass ich ein Psychiater werden will. And I began the study of medicine. Ich habe dann Medizin studiert, damit angefangen. And some things changed in my life. Ein paar Dinge haben sich dann in meinem Leben geändert. And curiously enough, I met Swami Vishnu-devananda. Ja, und ich meine, es war interessant genug, dass ich dann Swami Vishnu-devananda getroffen habe. You heard the other day that he told me join the movement, which I did. Ich meine, ihr habt ja den anderen Tag gehört, dass er mir sagt, ich soll mich dieser Bewegung anschließen, was ich auch gemacht habe. But he did two things that, one, the first one drew my attention deeply. Ja, aber er hat auch zwei andere Sachen gemacht. Das eine davon hat also meine Aufmerksamkeit stark angezogen. And in a joke that he used to make very often. Das war nicht ein Witz, den er öfters gemacht hat, erzählt hat. He would ask us, what is the difference between a neurotic, a psychotic, and a psychiatrist? Er fragt uns mal, was ist der Unterschied zwischen einem Neurotiker, einem Psychotiker und einem Psychiater? So the first time I was very interested because I'm thinking maybe he has something really serious to say here. Ja, ich war erst sehr interessiert und ich dachte, er hat da wirklich etwas dazu zu sagen. So nobody could come up with the answer, he would then give his own. Also keiner hatte die Antwort, also würde er dann selber die Frage beantworten. He said, the neurotic builds castles in the air. Also der Neurotiker baut die Luftschlösser. The psychotic lives in them. Ja, Psychotiker lebt in den Luftschlössern. And the psychiatrist collects the rent. Ja, Psychiater kassiert die Miete. So I kind of gave up my ambition to be a psychiatrist. Also habe ich meine Ambition angegeben, Psychiater zu werden. But, and I'll begin the slides, I hope. Ich fange jetzt mal mit der kleinen Slidevorstellung an. Starting at the end. Oops, something wrong here. The end is the beginning, as they say. Das Ende ist der Anfang, wie ihr seht. I found this photo because I lost my past. I had been with Swamiji for 17 years. I was a sannyasi for 13 years. I somehow, when I moved on, I lost any photos of myself. But recently some friends had posted something on Facebook. Ich hatte das eigentlich verloren, wir waren Sannyasin und waren mit Swamiji für 17 Jahre zusammen. Ja, und ich hatte alle meine Fotos verloren, aber ein paar Freunde haben dieses auf Facebook gepostet. So, as you can see here, I'm a bit younger. Wie ihr sehen könnt, war ich da etwas jünger. This is in Kerala, India in 1980. Also das ist 1980 in Kerala in Indien. And Swamiji asked me to teach, or be one of the teachers in this yoga teacher training course in India, in Nayardam, in 1980. Also 1980 fragte die Swamiji, dass ich einer der Lehrer wäre, die Lehrer ausbilden sollen, unterrichten in dem Ort oder. I was very confused because I said, how am I going to teach Indians yoga? Ich war natürlich etwas verwirrt, weil wie sollte ich Indern damals Yoga beibringen? And the course had 250 people.
Ja, und der Kurs hatte 250 Teilnehmer. But he said, not to worry, Shanmug Ji, they don't know anything. Aber er hat keine Gedanken, Shanmugji, die wissen überhaupt nichts. I'm sad to say that he was quite right, but anyway, that's Ich war traurig genug, dass ich sagen muss, er hatte recht. But where I really wanted to start, this was a few years before, and I don't have the photo, unfortunately. Wo ich wirklich anfangen wollte, das war ein paar Jahre vorher, aber leider habe ich das Bild nicht mehr, das Foto. I had met Swamiji in 1973. Ich habe Swamiji 1973 getroffen. That's when he told me join the movement. Ja, das ist der Zeitpunkt, als er gesagt hat, ich soll mich der Bewegung anschließen. It took me a few years. I'm kind of a serious guy, as you know. Ja, ich meine, hat ein paar Jahre gedauert, wie ihr wisst, ich bin ja ein sehr ernster Mensch. First, I had to study Indian philosophy and psychology at the university. Erst musste ich indische Philosophie und Psychologie an der Uni studieren. Once I had checked it out and said, well, this is authentic. Ja, nachdem ich das dann überprüft hatte und sagte, okay, das ist authentisch. Then I joined up. When I joined up, habe ich also daran teilgenommen, als ich dann Mitglied wurde. Swamiji quickly asked me to teach in the first year of his advanced teacher training course. Hatte mich Swamiji gefragt, also dass ich direkt in den fortgeschrittenen Lehrerkurs unterrichten sollte. And that was in 1976. Ja, das war 1976. And he said, I want you to teach about the brain. Ja, und er sagte, ich will, dass du etwas über das Gehirn unterrichtest. I thought, what am I going to teach to yoga students about the brain? Ja, ich fragte mich, was soll ich jetzt Yoga-Schülern über das Gehirn beibringen, unterrichten? And you know, I had a great admiration for Swami Krishna. I was so close to him. Ja, ich hatte eine große Bewunderung für Swamiji, für Vishnu. That he's onto something, but I can't figure this out. Ja, also weil er hat ja irgendwas vor, aber ich komme nicht ganz. So my preparation for this talk this evening has kind of been the coming around of a big circle. Ja, die Vorbereitung für meinen Vortrag an dem Abend war praktisch so im Kreis einmal herumzukommen. I don't know if I figured it out, but I think something's happening here that he foresaw. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich hingekriegt habe, aber irgendwas ist passiert, was er vorhergesehen hat. As a psychologist, I can't explain how he could foresee it. Ja, als Psychologe kann ich natürlich nicht erklären, wie er das vorhersehen konnte. But I must admit, there is so much we don't know. Ja, ich meine, da muss ich auch zugeben, es gibt ja so viel, was wir nicht wissen. He said, you have to teach him about the brain. Er sagt, also du musst denen was über das Gehirn beibringen. So I did my best. What we knew in 1976 was a lot less than what we know today. Ja, aber wir wissen ja 1976 Jahre weitaus weniger, als wir heute dann drin sind. But I wondered, where is this coming from? Aber ich fragte mich, wo kommt das alles her? Swami Amrita Sriyananda mentioned evolution. Das waren die anderen zueinander, er erwähnte dann die Evolution. I studied that at the Das university. habe ich ja auch an der Uni gelernt, studiert. I know how man descended from the tree. Weil ich weiß ja, wie der Mensch von den Bäumen runterkam anstatt. I know how his brain evolved Ich weiß, wie sich das Gehirn entwickelte. to be as complex and as organized as it is today. Dass es so komplex und organisiert ist, wie es heute ist. But there was a mystery, and in 1976 there was a big mystery. What is this consciousness? Ja, aber 1976 gab es ein großes Mysterium, das war, was ist Bewusstsein? So in preparing this, I thought, where are we going to begin? Ja, If we go back to the ancient tradition, how far back are we going to go? mich darauf vorbereitete, stellte ich mir die Frage, wie weit müssen wir zurückgehen? Also ich ging zu den alten Traditionen zurück. To go back 6 million years to our ancestor from the primates, it's a bit much to do here. 6 Millionen Jahre zurückzugehen zu unseren Vorfahren aus den Primaten, das wäre wohl ein bisschen viel gewesen. To go to the Indus Valley civilization, it would be nice. The only problem is we can't understand their language. Mal zurück zu dem Zeitpunkt Indus-Tal zu gehen, wäre schön, aber wir haben ein Problem, wir verstehen die Sprache da nicht. It looks like they were onto something, but we can only speculate. Ja, weil es scheint so, dass die schon was hatten, aber darüber können wir nur spekulieren. Where can we begin? Also wo können wir anfangen? The point that I took, and there must be many other points, and it's only one, and many other civilizations are there, and I'm not an expert in those. So I ask your forgiveness if this is too singular.
Ja, also ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Anhaltspunkte oder Startpunkte. Ich habe jetzt einen gewählt und ich bin ja kein Experte, deshalb eure Entschuldigung. But in looking at the Brihadaranyaka Upanishad, which is written or actually orally presented 2,700 years ago, aber wenn man die Vidya-Talk Upanishad anguckt, die etwa 2700 Jahre zuvor geschrieben wurde, Yajnavalkya brings our attention in a very curious dialogue with the king. Yajnavalkya zu einem sehr schönen Gespräch mit dem König. I've summarized a little bit of this dialogue. Das habe ich hier kurz zusammengefasst. The king asks him at one point, what light does a person have? Ja, der König fragt ihn ja zu einem Zeitpunkt, was bei jedem hat ein Mensch. In other words, he's talking about an inner light. Also mit anderen Worten, er spricht über das innere Leben. Yajnavalkya answers, and I'm summarizing this up to you, that during the day we have the sun. Ja, und Yajnavalkya, der antwortet, ich kurz sagt, vor euch während des Tages haben wir die Sonne. At night we have the moon. Nachts haben wir den Mond. But then the king asks, well, when there's no moon? Dann fragt der König, was denn, wenn da kein Mond ist? He says, well, then we have fire. Und sagt er, naja gut, dann haben wir Feuer. The king asks, well, when we don't have fire and no moon, Yajnavalkya answers, we have speech. Und wenn wir kein Feuer haben, darauf wir die Antwort haben, dann haben wir Sprache. But the king is not satisfied. Der König hat sich damit nicht zufrieden gegeben. What light is there in the absence of all those sources? Was für Licht gibt es in der Abwesenheit all dieser Quellen? And Yajnavalkya answers, the self. Yajnavalkya hat daraufhin geantwortet, das Selbst. Atma. Atma. So, this little dialogue taking place more than 2,500 years ago. Also dieses Gespräch hat ja mehr als 200.000 Jahre zuvor stattgefunden. As you've noticed, is moving backwards. Ja, und wie ihr feststellt, es geht ja eigentlich rückwärts. Starts with the external, the sun, the moon, finally comes to speech, and then comes to something even deeper within us. Ja, es fängt ja an mit den Äußerlichkeiten, den äußeren Dingen wie Sonne, Mond, und dann geht es ja in das Innere, praktisch das, was in uns ist. It's going to the close, to the inner, and finally to the invisible. Also es kommt zu dem Inneren und schließlich zu dem Unsichtbaren. But now the king asks, what is the self? Aber jetzt fragt der König, was ist denn das Selbst? To us moderns, who may not be deeply involved in yoga, we have to ask the question in another way. Also für uns moderne Menschen, die vielleicht nicht so im Yoga tief drin sind, müssen wir die Frage auf eine andere Weise stellen. What is consciousness? Was ist Bewusstsein? What is the self? Was ist das Selbst? Yajnavalkya answers that the self is self-luminous, Yajnavalkya sagt darauf, das Selbst ist selbstleuchtend. that it illuminates the outer world, and it illuminates our inner world. Our dreams, for instance, are illuminated by the self. Er leuchtet einmal die äußere Welt, aber auch die innere Welt, sodass zum Beispiel unsere Träume auch dadurch erleuchtet sind. We know this in the yoga tradition as the Atman-Brahman perspective, whether you interpret it in the Sankhya dualistic frame or in the vidya-Vedanta monistic. There's so many ways to understand this according to your model of the universe. In der Yoga-Tradition nehmen wir das Atman-Brahman, ja. Es gibt allerdings auch diese dualistische oder andere, je nachdem, was für eine Perspektive hat, Darstellung davon. But we have to move on. That's very early speculation. Ja, aber das sind sehr frühe Spekulationen, also müssen wir weitergehen. We continue in this movement. Also wir machen weiter in dieser Bewegung. Yajnavalkya says somewhere in the same Upanishad that the self is like a fish that never touches the banks. Yajnavalkya sagt ja in den gleichen Upanishaden, das Selbst ist etwas wie ein Fisch, der nie das Ufer, die Uferbänke berührt. It moves from the waking state to the dream state to the deep sleep state. Es bewegt sich von dem Wachzustand zum Schlafzustand zum Tiefschlaf. But it never attaches or touches any of them. Aber es It keeps verhaftet sich moving. nie, es haftet sich nirgendwo an, es bleibt immer in Bewegung. With this as a background speculation, we have a new actor on the stage historically. Ja, und mit dem als Hintergrundspekulation haben wir praktisch die Bühne für etwas Neues für Gautama Buddha. Jetzt kommt Gautama Buddha. He also comes a different way. Er kam auch praktisch von einer anderen Seite ran. Different way, I mean, his description of it is somewhat different. Also mit anderer Seite meine ich, seine Beschreibung davon ist etwas anders. He looks within, Er schaut nach innen,
also, as Yajnavalkya did. Auch wie Yajnavalkya es gemacht hat. And he gives advice. Und er gibt auch Rat. First he starts with his noble truths, you know them. Also fängt erst mit seinen noblen Wahrheiten an. Saram dukkam, that life is suffering. Saram dukkam, nicht das Leben ist Leiden. As we look around, we have to admit that. Ja, wenn wir uns umschauen, müssen wir zugeben, dass das stimmt. He claims that the cause is desire, Tanya, Krishna. Er behauptet halt, die Ursache des Leidens, das sind unsere Wünsche. We're still debating this in the West, but it's an interesting idea. Im Westen debattieren wir darüber noch, aber es ist eine interessante Idee. But he says, as a physician, he says there is a cure. Ja, aber als Arzt sagt er, es gibt dafür eine Heilung. There is a cure to this cause of suffering. Ja, es gibt eine Heilung für die Ursache des Leidens. And he says it's the Noble Eightfold Path. Das ist auf dem noblen achtfaltigen Pfad. I don't know if you can see that, but you all know it. Sehen können, aber ihr kennt das ja alle. But what is interesting, I put the word practice there. Aber was interessant ist, ich habe das Wort Praxis dahin geschrieben. The teaching from the beginning is abhyasa, practice. Practice what? Es fängt immer mit dem Üben, mit dem Praktizieren an, aber was praktizieren? Our way of living. Ja, also der Weg des Lebens. You heard Swamiji talk about the noble values of ahimsa and so on. Ihr habt ja Swamiji sprechen über die noblen Sachen wie Ahimsa zum Beispiel. They are included here as well. Die sind dort auch beinhaltet. But to the psychologist, those of course are interesting, but if we're looking at the brain, which Swami Vishnu mentioned so long ago, bei vielen Psychologen ist das auch interessant, nur wenn wir uns das Gehirn anschauen, so. What has the brain got to do with it? Ist die Frage, got to do with it? Was hat das Gehirn damit zu tun? It's like, what's love got to do with it? Ja, die Frage, was hat Liebe damit zu tun? Soon afterwards, about 1,800 years ago, sehr weit danach, so etwa 1800 Jahre später, Patanjali puts it very explicitly. ja, formuliert es Patanjali sehr ausdrücklich. You know, you all know the second sutra, yoga-vidya-video. Ihr kennt ja die zweiten Yoga-Sutra. And what does he teach us? Ja, und was erzählt er uns heute? Two things. Zwei Sachen. The other day it was mentioned in Kriya Yoga, that the Kriya Yoga, the basis is abhyasa and vairagya. Ich meine, einen anderen Tag wurde ja Kriya Yoga erwähnt, aber es ist die Grundlage sind Abhyasa und Vairagya. Again, practice. Also wieder Übung. And detachment. Und loslassen, nicht anlassen. These ideas keep coming up. Yajnavalkya also touched on that. Also diese Ideen zu Vorstellen kommen immer wieder zum Vorschein. Buddha, his view of meditation, his view of training the mind, was mindfulness, a certain approach, but very much in the same character. Bei Buddha ging es auch in die Richtung, was mit Mindfulness, das sei eine Art und Weise, die Meditation heranzugehen. This tradition stayed within India. Certain small numbers of people practiced it. It was never as popular as it is today. Ich meine, diese Tradition, die blieb auch in Indien, manche Leute praktizieren, das war nie so populär wie heute. We have this impression, but historically, Buddhism had a big movement. Raja Yoga had followers, but never we had crowds like this. Never what Swami Suryananda has going on in Portugal or the rest of the world. Und wir hatten so die Vorstellung, ja, aber damals war es nicht so wie heute, dass halt so viele Leute der Sache folgten. Because the message spread, the questions spread. Yajnavalkya's answers and the questions of the king spread to the rest of the world. Die Frage und auch die Antworten, die Yajnavalkya dem König gegeben hat, die verbreiteten sich durch die Welt. They spread with the arrival of the British in India. Die haben sich also die Verbreitung stattgefunden mit der Ankunft der Briten in Indien. Because they translated those works and brought them to Europe. Ja, weil die diese Werke übersetzt haben und nach Europa gebracht haben. Very quickly, the Germans translated the works. Ganz schnell, das waren auch die I put a few of them here, you know them much better than I. But they were all influenced by that tradition. Ja, aber die wurden alle beeinflusst von diesen Traditionen. Schopenhauer, of course, he took the Upanishadic teaching really to heart. And he felt everything was pain. Bei Schopenhauer fand ich das wirklich zu Herzen und er spürte, alles ist Leiden, also Schmerz. A little bit extreme, but anyway. Ist ein bisschen extremer, aber nichtsdestotrotz. Then, if we move forward, wenn wir dann weiter nach vorne weitergehen, with this influence of the British in India, mit dem Einfluss der Briten in Indien, many Indians were able to learn English
study the values of England, and then bring that teaching to the West. Haben ja viele Inder zum Beispiel auch Englisch gelernt, diese Tradition mitgenommen und dann dieses auch in den Westen gemacht. And one of the great missionaries of that teaching was, of course, Swami Vivekananda. Einer der großen Missionare sozusagen war Swami Vivekananda. I don't know if you can read it. Can you read what it says Ich weiß there? nicht, ob ihr das lesen könnt. It's a quote from him. He says, "Whatever you think, that you will be." Also das ist, ja, was er gesagt hat, was immer ihr denkt, das wird sein. You heard that last night when the representative of the Brahma Kumaris spoke. Das sagt er gestern Abend schon, nur dass der Ritter Brahma Kumari gesprochen hat. If you think yourselves weak, weak you will be. Ja, wenn ihr euch als schwach denkt, dann werdet ihr auch schwach sein. If you think yourself strong, strong you will be. Ja, wenn ihr über euch als stark denkt, werdet ihr stark sein. So he came back to the mind, to how we think. And he declared that at this World Congress of Religions in Chicago in 1893. Er ist zurückgekommen zum Geist und Verstand, hat das beim Weltkongress in Chicago vorgetragen. And then he put Patanjali's Yoga Sutras. He put it in his book, the Raja Yoga Sutras. The Raja Yoga. He just called it Raja Yoga. Hat er Patanjali's Yoga Sutras in seinem Buch wiedergegeben und nannte sie dort Raja Yoga. It was published in English, it was translated into French, into German, etc., etc. Went through the world. Ja, es ging durch die ganze Welt, weil es wurde ins Englische übersetzt, dann auch in Deutsch, andere Sprachen und es hat so Verbreitung in der ganzen Welt. At about the same time, my discipline was founded. Ja, und gleichzeitig wurde meine Disziplin praktisch gegründet. Wundt founded it first here in Germany. Das war eigentlich Before William James. Der es begründet hat, und vor ihm war es halt William James. But Wundt was only concerned about how quickly somebody could catch a ball when he threw it up in the air. And he was counting how long it would take for that to happen. It wasn't very interesting to William James. Ja, also Wundt hat sich mehr damit beschäftigt, wie lange es dauert, wenn jemand einen Ball hochschmeißt, und bis jemand fängt, wie viele Sekunden. Es war nicht so interessant, wie das, was James war. William James wanted to know about the stream of consciousness. William James, der wollte halt mehr über den Fluss des Bewusstseins wissen. He wrote a very lovely book. If you haven't read it, I recommend it, which is The Varieties of Religious Experience. Very good. Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, also falls ihr es nicht gelesen habt, kann ich es euch nur empfehlen. And he didn't agree with everything from Indian or Oriental philosophy, but he had a great respect for it. Also ich meine, er war zwar nicht einverstanden mit allem, was aus Indien oder dem Orient kam, aber er hatte doch einen großen Respekt dafür. And at a lecture in 1903 at Harvard, bei einem Vortrag 1903 in Harvard, where he was giving his lectures that became his book, The Varieties of Religious Experience. ja, er hat einen Vortrag gehabt und später sein Buch kam. Dharmapala, a Ceylonese Theravada monk, was invited by him. Da war auch wieder ein Mönch mit dem eben genannten Namen, der wurde auch eingeladen dazu. And William James said, he presented him to the audience, he says, "You are better equipped to lecture on psychology than I." Ja, und William James präsentierte ihm dem Publikum praktisch und sagte, also du bist besser darauf vorbereitet, ausgestattet, wie den Vortrag zu halten als ich. So this tradition is gradually, this ancient tradition from India gradually seeps into the West and comes into the hands of one of our first important psychologists. Ja, und so kam praktisch diese alte indische Tradition allmählich in den Westen, ja, wurde durch einen der Psychologen, der Bekannten dort auch mit aufgenommen. Also at Harvard, James Wood does a wonderful translation into English of the Raja Yoga Sutras of Patanjali. It's still to this day considered one of the best in English. It's very true to the original. In Harvard, wo James Wood praktisch eine sehr gute Übersetzung von den Yoga Sutras des Patanjalis anfertigte. And then science. Und dann kam die Wissenschaft, keeps moving forward. Die ja, praktisch sich auch nach vorne entwickelt hat. There are too many to mention. I'm not going to mention Carl Jung and Freud and so many others that came. But Es waren ganz zu viele, die ich jetzt nicht erwähnen werde, wie Jung oder Freud zum Beispiel. Certain scientists became very interested, again, in this relationship between the mind and the body. Ja, aber viele Wissenschaftler, die fanden Interesse daran, in der Verbindung zwischen Geist und Körper. Hans Selye, who was Hungarian, he came to Canada
and McGill University, and he started research on stress, how we become anxious. Ja, dann gab es zum Beispiel den Hans Seide, der ursprünglich aus Ungarn kam, nach Kanada zur McGill-Universität kam und dort Forschung betrieben hat, also wie Stress entsteht. And how psychological stress, not only physical stress, but how psychological stress affects physiological responses. Ja, wie zum Beispiel psychologischer Stress, also nicht körperlicher Stress, psychologische Reaktionen darauf begründet. And this notion from Cannon about the fight or flight response, Cannon was an earlier researcher. What goes on here? What is happening within our minds? What is happening in that brain? These are materialists. Vor der andere Psychologe, der sich mit dieser Flucht- oder Kampfreaktion beschäftigt hat, was also im Verstand vorliegt. Soon afterwards, Swami Vishnu has already arrived in America. Kurz danach war Vishnu ja schon in Amerika He angekommen. arrived in the 50s. Er kam in den 50er Jahren. Celia is published, Seide hat veröffentlicht. and Maharishi Mahesh Yogi and the Beatles came. Und die Beatles, die kamen auch. And everyone is doing meditation. Ja, und jeder ist jetzt auf einmal mit Meditation beschäftigt. Transcendental meditation is the rage. Ja, transzendentale Meditation ist halt der letzte Schrei. The scientific community is interested. What is going on? How come in the 60s it's so popular? I'm from the 60s. Ja, ich meine, die wissenschaftliche Gemeinschaft, die war dann auch interessiert, ja, in den 60er Jahren, was geht hier vor, warum ist das so? Ich komme ja aus den 60ern. And he investigated. Und er hat das Ganze untersucht. This was the book that he published in 1975, The Relaxation Response. Ja, das war das Buch, also Relaxation Response, was er 1975 veröffentlicht hat. In my early days, this was a reference that I made constantly to yoga students. Ich meine, in meinen frühen Here is Tagen evidence. Benson studies. habe ich das immer als Referenz genommen für meine Schüler im Yoga. Ja, das ist der Beweis, den er lieferte. But it's early days. Und das sind hier die frühen Tage. What he taught, you all do. I don't know, can you read this? Könnt ihr das lesen? He taught, sit in a comfortable position, keep a straight spine. Also was er unterrichtet. Sounds familiar? Setzt euch bequem hin, der Rücken haltet die Wirbelsäule aufrecht. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Close your eyes. Schließt die Augen. Progressively relax your muscles in your body. Entspannt eure Muskulatur in den Körper allmählich. Begin to breathe slowly. Atmet langsam. So on. As you exhale, repeat your chosen word or phrase. Ja, und beim Ausatmen wiederholt ihr das Wort oder den Satz, den ihr euch ausgewählt habt. If thoughts keep intruding, don't dwell on them. Ja, also wenn Gedanken euch stören, dann bleibt nicht daran hängen. Simply note them and continue to repeat your chosen word. Ja, nehmt sie wahr und macht weiter mit der Wiederholung. And do it for 20 minutes, or 10 or 20 minutes. Ja, macht damit weiter für 10 bis 20 Minuten. This is a practice. Das ist eine Übung. Abhyasa. Abhyasa. Mental training. Mentaltraining. It's still simple, but it's the beginning. Science starts to show. You change the behavior of the mind, you change the experience that you have. Physiologically, emotionally, and subjectively. Ja, ich meine, das ist der Anfang, das ist sehr, sehr simpel, ja, aber da fängt halt die Wissenschaft an, sich damit zu beschäftigen, wenn die Gedanken sich ändern, was dann auch auf der emotionalen und der körperlichen Ebene stattfindet. Now, all of a sudden, there is a movement out of what was tradition, and the theme here was traditions into the future. Tradition now comes to everyone in a language which is now accepted around the world. Ja, und das ist jetzt, dass auf einmal diese Tradition und überhaupt diese ganze Bewegung zu der Welt kommt, halt auch in einer Sprache, die allgemein akzeptiert werden kann. The language of science. Also die Sprache der Wissenschaft. When Vivekananda came, he said yoga is a science. Ja, als Vivekananda kam, hat er gesagt, Yoga ist eine Wissenschaft. The relationship wasn't there before, because science wasn't there before. Also die Beziehung war noch nicht da, aber die Wissenschaft war ja noch. And in the 19th century, science became extremely important in our cultural discourse. Ja, und halt im 19. Jahrhundert wurde halt die Wissenschaft in unserer Kultur doch sehr wichtig. When Swamiji came, these are silly photos from the past, but he tried to, again, put the yoga teaching in scientific terms. Dann kam Swamiji, was interessiert, ein paar lustige Bilder. Ja, er versuchte halt Yoga in wissenschaftliche Worte zu packen.
think in this early lecture he was trying to do something about postural deviation, forward or backwards, things like that. We used to give those talks. Ich glaube, in dem Bild zeigt halt etwas Abweichung in der Haltung, ja, darüber redet halt. Today they seem primitive. Also heute erscheinen die etwas primitiv. But I mentioned up there that Swamiji was keeping up to date with science. Ja, aber was Sie erwähnt haben, Swamiji hat ja mit der Wissenschaft zu dem damaligen Stand mitgehalten. And he had early EEG equipment. Er hatte sehr frühes EEG, also Elektroenzephalogramm. And he had sensors to sense galvanic skin resistance. Ja, er hatte auch Sensoren, um halt die galvanische Hautreaktion zu messen. When they landed on the moon in the late 60s, he put this galvanic skin resistance on the plants in his house to see when everybody was looking at the moon landing, whether the plants would notice. And he said, yes, they did. Als er diese Sensoren an seine Pflanzen angebracht, ja. Und als alle nach oben schauten und guckten, hat er halt geguckt, welche Reaktion die Pflanzen hatten. Ja, sie hatten tatsächlich diese. Yeah. I'm not giving that as an example of empirical method. Das gebe ich jetzt nicht als ein Beispiel für empirische Methoden auf. But he was an enthusiast of science. Aber er war doch sehr enthusiastisch über die Wissenschaft. And he would put the little electrodes on us, and then he would light a match near us and see how we'd react. Er hat uns angebracht und hat ein Streichholz angezündet und geguckt, wie wir darauf reagieren. And then in 1977, I was already part of the movement. 1977 war ich schon Teil dieser Bewegung. And I was directing the New York Center. Und habe das New York Center geleitet. And he invited scientists. Wissenschaftler dorthin eingeladen. And all their equipment to demonstrate what happens when someone practices advanced pranayama and meditation. Und hat die Wissenschaftler also mit ihrer ganzen Ausrüstung eingeladen, um zu gucken, was passiert, wenn jemand Pranayama und fortgeschrittene Meditation tut. And all with EEG equipment. Und das ganze EEG, die ganze Ausrüstung war dabei. Primitive days, but you could see very, very unusual effects. All the EEG waves were very, very high, and yet the person was in a steady, constant, quiet state. Confusing at the beginning. Ja, ich meine, das war zwar sehr einfach, es war sehr primitives Ausrüstung, ja, aber ihr konntet sehen, wie praktisch, obwohl der Mensch in einem sehr ruhigen Zustand war, die EEG-Wellen noch sehr stark ausgeschlagen haben, was damals vorgesehen war. But science kept investigating. Ja, und die Wissenschaft hat da weiter geforscht. Gazzaniga was very important at his time. He developed one of the early founders of a movement called cognitive neuroscience. Ja, und Gazzaniga war so praktisch einer, der auch sehr wichtig war in dieser Bewegung, der damals die kognitive Neurowissenschaft gegründet hat. And this is the movement that we're coming into now. Ja, und das ist praktisch die Bewegung, wo wir jetzt zukommen. A cognitive neuroscientist, what does he believe? Also als kognitiver Neurowissenschaftler, woran glaubt er denn? He's a monist. Ja, er ist ein Monist. He believes there's only material self. Ja, und er glaubt nur an das Materielle selbst. That any mental event is a brain event. Ja, und er glaubt, dass jedes mentale Ereignis ist praktisch ein Ereignis im Gehirn. So he wants to see how cognition, how any behavior of the brain, of the mind, is reflected in neural behavior and how your brain works. Ja, wir wollten mal gucken, wie Wahrnehmung und alles, was stattfindet, praktisch durch Prozesse im Gehirn erklärt werden können. Others continue with the same. Kabat-Zinn was a microbiologist. Also andere haben auch in der Richtung weitergemacht, zum Beispiel der John Kabat-Zinn, ein Mikrobiologe. Here is a shift happening. Ja, aber hier findet jetzt so ein kleiner Wechsel statt. Not simply a scientist, but a scientist who meditates. Ja, also er ist nicht nur ein Wissenschaftler, sondern ein Wissenschaftler, der meditiert. And this is how this tradition is gradually being assimilated into the scientific community, not simply with third-person testing. Ja, und so ist es praktisch, dass diese Bewegung so langsam ihren Weg in die Wissenschaft findet. Also nicht nur, dass ein Dritter es testet, But research being done by people who actually practice meditation. sondern in dem Forschung betrieben wird von Leuten, die tatsächlich selber meditieren. Kabat-Zinn with his studies showing how the immune system responds to meditation. Also Kabat-Zinn zum Beispiel, wie er zeigt, wie das Immunsystem auf Meditation reagiert. Made a huge impact in the public mind and
public institutions. Ich meine, das hat eine große Auswirkung auf das öffentliche Bewusstsein und öffentliche Einrichtungen. His methods, which are basically simple mindfulness taken from the early days back in ancient India, from Yajnavalkya, from Buddha, from Patanjali, mindfulness, simply watching the mind without being attached. Ja, das war also praktisch eine ganz einfache Sache, indem man sich halt mit Achtsamkeit, was eigentlich schon bei Patanjali und Co. damals im alten Indien ja schon praktiziert wurde. Today mindfulness is being taught throughout the United States. Time magazine put it on their cover in 2002. Achtsamkeit wird ja heute überhaupt in ganz USA. The science of meditation. Time magazine hat ja die Wissenschaft der Meditation auf dem Titelblatt damals 2002. They repeated a similar cover a few years ago as well. Ja, und die hatten vor ein paar Jahren nochmal praktisch ein ähnliches Titelblatt. And the most recent issue of the Scientific American has the same. Ja, und die letzte Ausgabe von Scientific American hat das gleiche gehabt. So the brain that Swamiji asked me to talk about in 1976. Das die Hirn, worüber ich Now I can start to talk about the brain. 1976, wo ich ja schon gefragt It took a few years darüber zu sprechen, jetzt kann ich das endlich machen. Das hat zwar ein paar Jahre gedauert. because so many great scientists have deeply looked into it. Ja, weil so viele großartige Wissenschaftler wirklich da tief reingeschaut haben. They're looking at it with fMRI, functional magnetic resonance imaging. Also die gucken mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel funktionelle Magnetresonanztomographie und andere. That's an image there on the right of the brain of meditation. So ein Bild, das heißt Gehirn während der Meditation. Using functional magnetic resonance. Funktionelle Magnetresonanztomographie. They use PET scans, they use EEG. Also PET-Scans oder EEGs. A very famous researcher, Dr. Richard Davidson at Wisconsin, Missouri University, he studied the people that the Dalai Lama brought to him. Das war zum Beispiel ein bekannter Wissenschaftler und berühmter, der Dr. Davidson, hat es ja damals an der Uni mit Leuten gemacht, die der Dalai Lama mitbrachte, die meditierten dort. And he's focused on the emotional brain. Ja, und er konzentriert sich nur auf das emotionale Gehirn. And he's identified how different types of meditation, how they specifically affect brain function. Ja, und er guckt halt, wie verschiedene Arten der Meditation besondere Gehirnfunktionen beeinflussen. And that's the consequence of about 30 years of his work. He can clearly demonstrate how specifically different forms of meditation affect the brain. How concentrated meditation, Das war zum Beispiel, dass er nach 30 Jahren seiner Forschung wirklich sagen konnte, wie verschiedene Formen der Meditation verschiedene Sachen im Gehirn beeinflussen. How it affects not only the prefrontal cortex, but also the occipital lobe, very important, and the best way to do it is with your eyes open. Das war nicht nur die Frontalkortex oder andere Stellen im Gehirn. Und die beste Methode ist einfach mit den offenen Augen. For concentration. Für die Konzentration. For the more mindful sort, you can do it with your eyes closed if you wish. That affects the prefrontal cortex and the amygdala. Das sind The pathways between them are affected. And the relationship between what information is coming in from the prefrontal cortex and the amygdala is altered with practice. Praktisch was von der präfrontalen Kortex zur Amygdala rübergeht, diese Verbindungsstellen, die werden praktisch durch die Meditation beeinflusst, also die Übertragung dieser Informationen. So, what has really changed in the way we understand the brain today as it was understood when I tried to teach it in 1976? Also was sich in unserem Verständnis vom Gehirn geändert hat im Vergleich zu 1976. It is what is called neuroplasticity. Ja, das nennt sich Neuroplastizität. In other words, like a muscle, if I start doing weights, In anderen Worten, wie Muskel, ja, den ich mit Gewichten trainiere. in a matter of 3 weeks, I can build up more muscle mass and create muscle strength. Ja, also innerhalb von 3 Wochen kann ich mir Muskelmasse und eine Stärke aufbauen. Davidson, in his studies at his lab, has shown that in not even 3 weeks, in 24, how does he put it? It's 24 hours of practice. That takes how long? It's a couple of hours a day. It's not very long. That you will already see changes in the brain structure.
Also durch 24 Stunden Übung, also weniger als ein paar Tage, kann man schon in der Gehirnstruktur Veränderung durch die Übung wahrnehmen. 3 months becomes much more apparent if you take somebody who's done Swamiji's course for 9,000 hours. I'm sure that you'll see a lot more. Wer jemand nimmt, der Swamiji für 9.000 Stunden, also dort geübt hat, der wird sicherlich eine Veränderung wahrnehmen. And Davidson has studied people who have done more than 27,000 hours of meditation. Davidson hat zum Beispiel Leute untersucht, die mehr als 27.000 Stunden der Meditation. And he shows a difference between their brain response and those of early meditators. Ja, und er zeigt einen Unterschied in der. I'm ending now. I just wanted to mention James Austin. He's at MIT. He's a practitioner of Zen meditation. James Austin erwähnt, also er ist am MIT ein Arzt, der also auch Zen-Meditation praktiziert. And he's convinced that he has also clinical evidence, third-person evidence, for how Kensho or Satori, or what we call Samadhi, takes place in the brain. Ja, und er war auch überzeugt, dass er also beweisen konnte, was passiert, wenn Satori oder was wir Samadhi nennen, wenn das im Gehirn stattfindet. Stanford University has a Center for Compassion and Altruism Research. Also Stanford Universität hat ja dieses Zentrum für Mitgefühl und Nächstenliebe. One of their recent symposiums on the science of compassion. Und die hatten jetzt auch kürzlich ein Symposium über Mitgefühl. And I end with the future. Und ich ende mit der Zukunft. Where will the future take us? Ja, wo wird uns die Zukunft hinbringen? Will it be contemplative neuroscience? Das betrachtende Neurowissenschaft sein? We can only hope. Also wir können ja nur hoffen, dass es so ist. I end with Swamiji again, Swami Vishnuji. He taught us, hear the silence, touch the silence. Silence is the music of your soul. Silence is the language of God. Also ich ende hier mit den Worten Swamijis, ja, höre die Stille, berühre die Stille, fühle die Stille, denn die Stille, das sind die Worte Gottes. Thank you very much.